Just to start, I'm going to start with a couple quotes. They really, just hit home just how powerful storytelling really is, and the power of story. Oh yes, sorry. So, ich möchte einsteigen mit ein paar Zitaten, ne, über das, was Geschichtenerzählen ausmacht, dann wie kraftvoll auch das Geschichtenerzählen ist. Okay. Yeah, so this one's from a guy named Robert McKee. He is a really well-known teacher and kind of authority on story. He teaches a lot of story structure to writers, to Hollywood screenplay writers. Some of the biggest and best stories that you've heard through movies and different books actually come because through Robert McKee's teaching. So, dieser Mann Robert McKee ist im Grunde genommen ein Lehrer und viele der Geschichten, die man kennt, auch aus Hollywood, sind davon beeinflusst, dass er im Grunde genommen zu Drehbuchschreibern, zu Leuten in der Filmindustrie, darüber spricht, was für Strukturen Geschichten haben müssen, dass sie so kraftvoll sind. Yeah, so the quote is, "Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today." Und das Zitat hier sagt aus, dass Geschichten die kraftvollste Art und Weise sind, wie wir Ideen heutzutage in unserer Welt umsetzen können. Go on to the next slide. And so another one is from actually one of my mentors in story, Donald Miller. So, das ist jetzt jemand, der ein Mentor ist von Phillip Glickman, jemand namens Donald Miller. And he writes, he's actually written screenplays for movies, but he's also the author of a book you may have read called Blue Like Jazz. So, er ist also der Autor von einem Buch Blue Like Jazz und gleichzeitig auch jemand, der Drehbücher, also für Filme Drehbücher schon geschrieben hat. But he's looked at story and figured out a way to bring it into business and how as business leaders and organizational leaders and team leaders, how can you use this to move people to action? Aber er hat sich auch angeschaut, wie man jetzt das Geschichtenerzählen und Geschichten verwendet im unternehmerischen Kontext, also wie man das verwenden kann in Filmen. And he says, think of story the way you think about music. The difference between noise and music is that music is noise submitted to certain principles. Story is similar. Story is just the telling of events in a certain order so they are intriguing, compelling, and make people want to listen. Dieses Zitat sagt Folgendes. Man sollte über Geschichten in der Art und Weise denken, wie man es über Musik machen würde. Der Unterschied zwischen Lärm und Musik ist das, dass Musik eben gewissen Prinzipien unterliegt, wie sie geordnet wird. Und so ist das auch mit Geschichten. Das Geschichtenerzählen ist im Grunde genommen, dass man verschiedene einzelne Erlebnisse in eine Struktur bringt, in eine Reihenfolge, sodass sie eben faszinierend sind, fesselnd und überzeugend und Menschen zuhören wollen, wenn sie erzählt werden. Yeah, so I love that idea of, and the way that I think of story, and the reason I'm such a student of story is because I love it when things are clear, when the message comes through loud and clear. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt, auf diese Art und Weise Geschichten sich anzuschauen, nämlich wenn da eine Struktur ist, wenn eine Botschaft, wenn eine Nachricht klar und strukturiert vermittelt wird. And story is so powerful because it's able to tap into the emotional and just different aspects, different desires that we have that we can see within a character in a story. It pulls those out of us and we engage with the story as well. Und Geschichten haben etwas sehr Kraftvolles, weil sie uns nämlich emotional mit reinziehen, weil sie uns tatsächlich so emotional ansprechen können, dass wir uns dadurch auch mit reinbegeben. Also uns selber sozusagen vom Herz aus mit unseren Gefühlen her mit einbringen in etwas. So storytelling is not just for books or poetry or for movies. It can actually be used to motivate people and move people in the direction that you actually want them to go. Und deshalb sind Geschichten nicht nur jetzt für Musik relevant oder für Filme, sondern immer dann, wenn wir Menschen mit abholen wollen und Menschen mit reinziehen wollen in etwas und gemeinsam in Bewegung zu kommen. Yeah. One thing that we were just talking about, actually our whole discussion that we just had over here in the break, I basically was going to tell him, hey, you just stole my whole talk because we hit on every point I think that I'm going to discuss here today. Etwas, worüber er jetzt in der Pause mit den Leuten hier gesprochen hatte, war eigentlich genau das, was er
hier als seine Rede hatte und jetzt haben die ihn im Grunde genommen schon vorweggenommen und ihm geklaut, mehr oder weniger. Yeah. So I would say the number one problem, definitely speaking for myself, but what I've seen in teams and leadership is communication, is poor communication. Und nämlich das größte Problem, das ich im Grunde genommen sehe, ist immer schlechte Kommunikation. Yeah, and I would say that most leaders actually struggle with this. Und das ist meiner Meinung nach, womit die meisten Führungskräfte oder Menschen in Leitung zu kämpfen haben. The message that we want to get across, that we want to actually say, that we want to be heard, often is not what is actually heard. Dass nämlich die Botschaft und die Nachricht, die wir übermitteln wollen und die wir aussprechen, gar nicht so gehört wird, wie wir das gemeint haben. And ultimately this leaves us feeling frustrated. We feel annoyed. We feel sometimes powerless because we can't actually get people to move and to act on things that we want them to move or act on. Und das führt oft dazu, dass wir uns dann ziemlich frustriert fühlen oder hilflos auch, ja, wenn wir nämlich Menschen nicht dazu bewegen können, in eine gewisse Richtung zu gehen, wo wir sie eigentlich sehen würden. And we have the best intentions. We have sometimes the best apps, the best tools, the best strategies, the best methods, but yet we still fall short. Ja, und selbst wenn wir manchmal die besten Strategien haben, die besten Methoden, die besten Werkzeuge, die besten Strategien am Start, ja, versagen wir trotzdem genau deswegen, wegen der Kommunikation, wenn die schlecht war. So the beauty of story is it actually brings together all these different ideas, all these different thoughts, your vision, your values, the different things that you want to see happen, even with the individual projects, and brings clarity to the noise. Und das ist jetzt genau das Schöne, was passiert, wenn man eben das Geschichtenerzählen anwendet, dass nämlich tatsächlich eben da Struktur reinkommt, was sonst als Lernen nur wahrgenommen wird. So the question is, how do we leverage this great power in teamwork and getting our teams motivated, getting them acting on the things that we want them to act on, and actually finding joy in doing that as well. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir dann eben genau das anwenden, diese Kraft, die das Geschichtenerzählen haben, um uns, ja, für unsere Teams zu Nutzen zu machen. Yeah, and so the first main thing, and this has already been discussed and will probably be talked about again and again, but it is so important for you as the leader to know your why. Und das Erste, wenn wir loslegen wollen, das habt ihr vielleicht schon öfters gehört, und das ist so elementar für uns, wenn wir in einer Teamleitung sind, nämlich die Frage, warum? Und die müssen wir selber zuerst mal beantworten. Warum wir etwas tun? Yeah, and what I mean by that when it comes to relating to Kia is that Kia has simply put the mission to see heaven on earth. Sondern was ich jetzt damit meine, wenn ich beispielsweise über Kirche in Aktion spreche, ist es ja da, dass wir haben ja den Traum, den wir aussprechen, wir wollen Himmel auf Erden sehen. You know, and that's something as believers we can all get around and say, yes, that's awesome, you know, sign me up. Und wenn wir jetzt Christen sind, dann ist es für uns relativ easy zu sagen, ja klar, da stimme ich zu, da bin ich mit dabei. But what does that actually mean to you? You know, have you actually thought about this and worked through that and say, what does it mean for me in my role to bring heaven on earth? Und jetzt stellt sich die Frage, ja, ob wir uns selber wirklich mal intensiv Gedanken gemacht haben, uns damit auseinandergesetzt haben, was bedeutet das für mich ganz persönlich, wirklich in der Tiefe? Was bedeutet das, Himmel auf Erden zu bringen? Or even simply, what is it that you want to become? Who as a leader or as a person, who do you want to be, and how does this fit into that? Oder einfach ausgedrückt, was bedeutet das für dich jetzt als Leiter, Leiterin? Wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein in diesem Kontext, Himmel auf Erden zu bringen? Yeah, because if we don't get this right first, if we're not clear on why we do what we do, then you can be sure that the people following us are not clear on why we do what we do, and that actually creates confusion and noise to start. Ja, und das ist die Ausgangsbasis. Dessen müssen wir uns bewusst sein, das müssen wir ganz klar wirklich für uns wissen, wer wir sind und warum wir das tun, was wir tun. Denn sonst wird es sehr schwer sein, ein Team auch ja, dahin zu führen, mitzugehen und diese Frage für sich zu beantworten. So one of the things I like to do, and it's actually been fun to do this in Germany since I've been here with just seeing how people respond to it. I do this everywhere, but different cultures respond to it differently. I'm getting to the point. When I sit and talk with people for a period of time and I want to get to understand who they are, Sondern das ist jetzt etwas, was ich ganz gerne mache und was mir eigentlich immer ziemlich viel Spaß macht, auch wenn es in jeder Kultur ein bisschen anders ist,
von der Reaktion her. Und genau, wenn ich nämlich herausfinden möchte, wer die Menschen eigentlich sind, ja, wenn ich sie frage, who are you? Wer Ja. bist du? So I ask the typical question, hey, what do you do? Und ich frage nämlich eine ganz typische Frage, was machst du? And then the next one is not one that they often get because you can see in their reaction. Und die Frage, die dann danach von mir gestellt wird, ist eine, die gar nicht so oft gestellt wird. Das sehe ich nämlich anhand der Reaktionen der Menschen. But I ask, why do you do what you do? Nämlich die Frage sie, warum tust du das, was du tust? And then I keep asking why. Well, why do you do that? Ja, und dann gehe ich damit weiter und dann frage ich nämlich an, und warum machst du jetzt das? Because at first you're going to get maybe something that's just like, okay, something superficial that everybody would understand. Yeah, there's a reason that you're a teacher because you like to teach kids. Okay, well then why? Ja, weil es ist nämlich so, dass das manchmal ein bisschen oberflächlich noch ist, wenn die Antwort kommt. Und deshalb möchte ich da eigentlich gerne tiefer bohren. Insofern stelle ich nämlich nach der ersten Warum-Frage die nächste. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich unterrichte gerne Kinder, weil es Freude macht, ihnen was beizubringen. Dann frage ich, ja, aber warum? Warum macht das? And this question is not only good for other people, but for your own reflection, asking yourself that. Write down, why do I do what I do? And then keep asking why, and write it down, and write it down, and write it down. And you'll get really clear on why you do what you do. Und das ist jetzt was sehr Tolles, was man nicht nur anwenden kann, um andere Menschen zu fragen über ihr Warum, sondern auch was wir für uns selber anwenden. Indem wir immer tiefer fragen und jede Antwort mit der nächsten Warum-Frage hinterfragen und so tiefer und tiefer kommen, nach diesem Warum zu suchen. Mm-hmm. You've seen probably in movies and TV shows where some tragic event happens. You know, if I think of the TV show, I don't know if it's popular here, Lost. But anyway, a plane goes down, it crashes, there's a bunch of survivors. Okay, well then who's the leader? Who now is the leader of this show? If anybody's seen it, you can probably tell me right away who the leader is. It's Jack. Also da gibt es ja so eine Filmserie, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die kennt, die er erwähnt hat, die heißt Lost. Und da geht es darum, dass da ein Flugzeug abstürzt, auf seiner Insel landet und sich dann die Frage stellt, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Leader? Wer führt die Menschen da an in dieser Situation? Und die es von euch gesehen haben, wissen wahrscheinlich, derjenige heißt Jack. But what makes him the leader? What makes him so that you could easily point out and say, yes, he's the leader? Die Frage ist jetzt, warum ist es so einfach eigentlich, ihn als den Leiter jetzt von diesem Team zu identifizieren? Was macht ihn aus? Ultimately, it comes down because he's the one that's actually taking action or he's delegating things to other people. Und letztendlich ist es ganz einfach, nämlich er ist derjenige, der tatsächlich etwas unternimmt, der handelt und der anderen Menschen Handlungsaufforderungen gibt. Well, why is he doing it instead of somebody else? Ja, die Frage ist, warum ausgerechnet er? Warum nicht jemand anders? Because Jack knows who he is. He knows his why. He knows his purpose. Und das ist deshalb, weil Jack genau weiß, wer er ist. Und er kennt tatsächlich auch den Grund, warum er handelt. So this right here is crucial, I would say, before you even do the next thing with your team. It's really for you taking your own time, or even in our groups. You know, when we break after this, really reflect and talk on and ask each other this question, why do you do what you do? Und das ist absolut grundlegend aus meiner Sicht, diese Frage zu stellen. Und wenn wir nachher Pause haben, dass ihr euch mal einander auch diese Frage stellt, herausfindet, warum tut ihr das, was ihr tut. So the next one, so that says, you are the guide, they are the heroes. So, das ist jetzt die nächste Folie. Und die sagt aus, dass du bist der Leiter, du bist der führt und die anderen sind die Helden. So when you think of, you think of some of my favorite movies, Star Wars, for example. You have Yoda and you have Luke. So, wenn wir jetzt mal über einen meiner absoluten Lieblingsfilme sprechen, nämlich Star Wars, der Krieg der Sterne, da haben wir diese zwei Figuren. Wir haben Yoda und wir haben den Luke. So easily we can point out who's the guide and who is actually the hero. Wir können relativ leicht anhand von diesem Beispiel herausfinden, wer ist denn hier derjenige, der führt und wer ist der Held. For Yoda, he has to assume the position of guide in order to make sure that his mission to defeat the evil empire is going to happen. So, Yoda muss da die Rolle nämlich übernehmen, derjenige des Führens, weil, um das Ziel zu erreichen, die böse Seite der Macht im Grunde genommen zu schlagen, muss er das annehmen. What kind of story would it be if
while Yoda is training Luke on whatever planet it is that he's training him on and really pushing him to do the things that he can do and teaching him new tricks, what if Yoda said, you know what, you can't make it, you're not going to do it, I give up on you, I'm actually going to be the one to go save the day. Denn wie wäre denn der Verlauf der Geschichte, wenn wir uns vorstellen würden, dass Yoda jetzt nicht derjenige ist, der Luke Skywalker da ausbildet auf einem dieser Planeten mit all diesen Tricks und powerful Moves. Wenn er sagen würde, hey, weißt du was, Luke, ich glaube da gar nicht mehr dran, dass du das machen kannst. Ich glaube, ich gebe die Idee auf, dass du da hier der Held sein könntest. Ich übernehme jetzt. Ich kämpfe jetzt hier. Yeah. Another story, another one of my favorite movies, is we were just talking about a second ago, Lord of the Rings. Okay, so you take, Frodo and Samwise. Gandalf is basically saying, "Hey guys, you little people, go and save the world." Ja, so, einer meiner nächsten absoluten Lieblingsfilme ist der Herr der Ringe. Und da ist die Figur des Frodos und Sam und der Gandalf. Was wäre denn, wenn jetzt hier passieren würde, der Gandalf sagen, hey Jungs, ich trete euch mal hinter, jetzt übernehme ich hier. But what if, like, halfway through the second movie, Gandalf comes in and interrupts their journey and says, you know what, guys, I don't think you can do it. I'm gonna take this from here. Ja, was würde denn da passieren, wenn der Gandalf kommen würde und sagen würde, Jungs, also so zur Hälfte der Geschichte, jetzt übernehme ich das, was ihr da macht. Yeah, so what kind of story would that make? Not a very good one. Not one we would want to pay attention to. Wie würde dann die Geschichte aussehen? Wäre die noch interessant für uns? Würden wir da noch wirklich aufmerksam zuschauen? And the thing about these two stories, at least for me personally, is I put myself in the position of Luke. And in Lord of the Rings, I could put myself in the position of Frodo or Samwise. Und was ich jetzt für mich persönlich mache, ist, wenn ich mir die Geschichten anschaue, versetze ich mich in die Rollen der einzelnen Personen. Einmal bei Krieg der Sterne wäre das in die Rolle von Luke oder bei dem Herr der Ringe, da wäre es eben die Figur des Frodos oder von Sam. The storytellers have done a great job at identifying what are the desires of my heart, what are the desires that I have, who do I want to become, and they've brought those out into a character. Und das ist im Grunde genommen die tolle Aufgabe und das, was es gelingt bei den Drehbuchschreibern, wenn sie tatsächlich es schaffen, dass ich mich als Person mit all meinen Gefühlen, mit dem, was mir aus dem Herzen liegt, identifiziere, mit einer der Figuren aus dem Film. I want to defeat the Empire, and I want to throw the ring in the lava. Dann möchte ich nämlich tatsächlich das Empire, also dieses Reich des Bösen bekriegen und ich möchte auch den Ring tatsächlich ins Vulkanfeuer werfen. So it's important to realize, and this is a failure of many leaders in organization, in business, small teams, sports, where they assume the role of hero instead of the role of guide. Und das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, der oft begangen wird, wenn zum Beispiel im Filmkontext, aber auch in Sportteams, diejenigen die Rolle des Helden übernehmen, die eigentlich die Leiter sein müssten, die führen. Mm-hmm. So if you take the example, the position I'm in helping lead awake to the vision of actually creating this place to be a hub of community transformation, where actually heaven on earth is happening here in this community and in Mainz. So, wenn wir jetzt zum Beispiel meine Rolle nehmen in der Arbeit, die ich hier in den Awakes habe, wo es darum geht, dass ich im Grunde genommen das als Führer mit begleite, dass unsere Vision nach außen kommuniziert wird, vom Himmel auf Erden in den Cafés. In a situation where I would be the hero, I would be the one that is actually taking on all responsibility when it comes to making sure that the hours are scheduled for the employees, making sure that we are consistently making a good cup of coffee, making sure our guests are taken care of, that I personally handle all of that. Wenn ich in diesem Fall beispielsweise die Rolle des Helden annehmen würde, dann würde das so aussehen, dass ich mich zum Beispiel kümmere um die Arbeitszeitenpläne, dass da alles ordentlich läuft, dass der Kaffee von guter Qualität ist, der ausgeschenkt wird, dass der Kundenservice stimmt. Dann würde ich nämlich in Verantwortung treten und all diese einzelnen Jobs übernehmen. Because at the end of the day, if I'm the leader, I should be getting all the credit, right? So people got to see me doing the good work. Weil können ja dann davon ausgehen, dass wenn ich jetzt hier der Leiter bin, dann sollte ich auch die ganzen Dinge übernehmen, dass ich dann gut dranstehen kann und Leute wirklich sehen, dass ich derjenige bin, der all diese Dinge erledigt. We know that, of course, that's not great leadership, that's not a good leader. In order to see the mission and the vision that I have in my mind for these coffee shops fulfilled, I cannot do it alone.
Und wir alle wissen jetzt, dass das natürlich nicht so sein kann, dass eben genau nicht das dazu führt, dass man die Vision und die Mission wirklich sehen kann, wie sie umgesetzt wird. Dann kann ich eben nicht all diese einzelnen Bereiche übernehmen. Das funktioniert so nicht. So at the end of the day, if I truly care about seeing heaven on earth and seeing lives of our customers that come in here and this community transformed, then actually my job is not directly to meet with them per se, but it's to empower and to train and to build up and to guide those that are directly touching and working with these people. Meine Rolle besteht eben nicht darin, dass ich persönlich immer den direkten Kontakt habe zu Kunden, zu den Gästen, deren Leben ich mit diesem Traum von Himmel auf Erden transformiert sehen möchte. Wenn ich sehen möchte, dass sich da was verändert in deren Leben, dann muss das nicht ich machen, sondern ist es, dass ich die Leute dazu befähige, die das genauso tun, die den direkten Kontakt haben mit dem Kunden und nicht im Hintergrund die Arbeit machen. So, I want to give you 3 practical steps to guide your heroes to victory. So, hier sind 3 praktische Handlungsanweisungen von mir, wie ihr das machen könnt. Yeah, so the first one is you got to know your hero. Als erstes müssen wir wissen, wer ist unser Held oder unsere Heldin. Again, this is assuming, once again, that you already have your why, that your volunteers understand your why, that they've got that. That's assuming this. Aber um überhaupt das zu machen, setzen wir grundlegend voraus, dass wir die Warum-Frage beantwortet haben. Das heißt, wenn ihr Ehrenamtler mit dem Team habt, bevor ihr überhaupt zu dem Punkt kommt, müsst ihr das klären. Die Warum-Frage muss ganz klar beantwortet sein vom ganzen Team. So every hero in every great story has a problem that they're facing. For Luke, he had to defeat the Empire. For Frodo, he had to save the world, throw the ring in the lava. So, jeder großartige Held ist im Grunde genommen immer einer, der vor einem konkreten Problem steht und dafür eine Lösung findet. Bei Luke Skywalker ist es, dass er eben gegen das böse Imperium kämpft, und bei Frodo ist es, dass er eben den Ring in die Lava des Vulkans wirft. But yeah, a great guide will actually seek to understand what it is that the hero really wants. And you can have a team of volunteers, and each hero within your team really needs something different. So for one, it's community. For one, it's actually to be a part of something bigger than themselves, and so on. So, und jetzt für euch als Leiter besteht die Aufgabe darin, Folgendes herauszufinden. Was ist für diesen einzelnen Helden in eurem Team, die sich da engagieren ehrenamtlich, was ist das, wo sie ein Problem lösen möchten? Darin besteht die Aufgabe, das herauszufinden für den Einzelnen. You know, so this is a huge part of what we've talked about over and over again in leadership. It goes to the listening and understanding who your people are, what are they gifted with, what are their talents, and how can we actually use those things to solve this bigger problem together. Ja, das ist oft, was wir machen müssen als Leiter. Wir müssen hören, wir müssen wahrnehmen, wo sind die unterschiedlichen Talente, wofür brennt jemand, wo hat er spezielle Gaben auch. Yeah, and the next thing is to understand why they choose you. So this is another good reflecting question for the leader. In some situations, you're the default. Und da müssen wir herausfinden, warum wir denn eigentlich ausgewählt wurden. Warum haben sie uns zu ihrem Führer oder Leiter auserwählt? Yeah. But for them to stick with you, then you become more than default. They're choosing you again and again if they're sticking with you and if they're staying part of your team. Und das ist aber etwas, was immer wieder aufs Neue passiert. Das ist ja nicht, was man einmal entscheidet und das dann für immer gilt, sondern das ist, was ja ständig immer wieder als neue Entscheidung getroffen wird, dass sie tatsächlich Teile des Teams sein wollen. Yeah, so really asking yourself, why is it that they follow me? Because that will also help you think about ways that you can communicate and to speak to other potential heroes that you want to bring into your team, if you know how others are coming to your team in the first place. Und das müssen wir verstehen und so wissen, wie wir dann auch neue Leute mit reinnehmen können. Wenn wir wissen, warum die uns jetzt schon folgen, was tun, dann verstehen wir auch leichter, wie wir neue Menschen mit einladen können, auch Teil des Teams zu werden. Mm-hmm. And the third one here is actually the thing that I struggle with the most, but probably one of the more important things in being a great leader, is empathizing with your followers. Und der dritte Punkt, das wo ich am meisten so zu beringen habe, was mir gar nicht so leid fällt, ist tatsächlich, dass wir Empathie empfinden müssen mit den Helden, die dann in unserem Team sind. Does that hero, does that volunteer, does that follower
know that you care about them. Und das ist tatsächlich die wichtigste Frage, ob wir, die mit uns unterwegs sind, die uns folgen, wissen, dass es uns ein Herzensanliegen ist, dass wir uns wirklich für sie interessieren. At the end of the day, this really matters, and often, too often, leaders don't take in account the person who is actually executing on their mission. Und das ist am Ende des Tages wirklich das, worauf es ankommt. Und, zu schauen und zu sehen, ob die Leute, die in unserem Team sind, wirklich ihre Mission auch so realisieren und ausleben. Okay, we can go to the next one. So the next one is show them the way. And it says, be clear and consistent to move them forward. So, der zweite Punkt ist, wir müssen den Weg, wir müssen die Richtung weisen. Und das erste ist, dass wir ganz klar und auch wirklich konsistent ihnen zeigen, wo sie sich hinbewegen sollen in welche Richtung. And really the question is here that they're asking of you is, can I count on you? Und die Frage, auf die es da ankommt, ist dann am Ende wirklich, kann ich auf dich zählen? Consistency and trust and honesty, all of these things are so important. Also Vertrauen und Ehrlichkeit sind neben der Konsistenz ganz wichtige Punkte in diesem Zusammenhang. So the second one here is create opportunities for small wins. Und das zweite ist, wir müssen Gelegenheiten schaffen für kleine Erfolge. And this is often one of the most difficult, but also when you do this right, can have the biggest impact in a team. Und das ist oft eine der schwierigsten Herausforderungen an uns, die aber tatsächlich mit den meisten Einfluss und die größte Wirkung haben können innerhalb eines Teams. And so if I were to think about a picture of what this looks like, it's you have a mountain, and of course the goal of the mission is to get on top of the mountain. Und wenn ich jetzt mir ein Bild vor Augen führen möchte, um das zu veranschaulichen, dann ist es so, wie wenn wir zum Beispiel eine Bergbesteigung planen, wenn unsere Mission ist, den Berggipfel zu erklimmen. And a great leader, a great guide who is guiding somebody up that mountain can identify the milestones and the places they need to stop along the way to get the small wins in order to have the momentum to carry them to the top. Und für einen Leiter besteht es eben die Aufgabe darin, die Herausforderung, die einzelnen Zwischenetappen, die Zwischenziele ganz klar zu identifizieren und zu zeigen, ja, was muss man Schritt und Schritt erreichen, um dann am Ende das große Ziel, nämlich die Bergbesteigung, dann zu haben. So I'll take like the technical team, for example, with Kia. How could you think about your team, and how could you identify, let's say, over the course of the year, we have a big goal, but what is it every week? What are the small wins, the things that we can do every week to actually to look at and identify, yes, we won on that, or no, we lost, here's how we need to adjust, and then to celebrate those things. Das heißt, ein Beispiel könnte man jetzt bei Kirchenaktion das Technikteam nehmen, wo es ja darum geht, dann über den Verlauf eines Jahres hinweg ein großes Ziel zu erreichen. Und dann ist eben die Aufgabe an den Leiter zu identifizieren, was sind die Zwischenziele, Woche für Woche, die kleinen Schritte, die man tatsächlich gehen muss, wo man vielleicht auch tatsächlich mal Niederlagen hat, wo was nicht gelingt, aber wo man auch sieht, wo haben wir Erfolge, um dann das große Ziel am Ende des Jahres erreicht zu haben. And for example, it could be anything as simple as gathering after the service for lunch with your team and talking about, the wins or where we need to work on different things better. Und das können Kleinigkeiten sein, wie beispielsweise, dass man gemeinsam Essen hat mit seinem Team, zum Mittagessen zusammensitzt und dann sich gemeinsam anschaut, wo waren jetzt Momente, wo uns was nicht gelungen ist, aber wo haben wir tatsächlich auch Zwischenerfolge, und dann zu schauen, wo können wir was besser machen, wo können wir was anders machen. Or maybe it's as simple as you as a leader consistently affirm the good work that person did through a text, through a phone call, through a pat on the back, through a hug, through whatever it is that you want to do, but something that you're consistently giving them, showing they see it, the work that I do matters, and it's actually making a difference. Das kann auch etwas sein, was eigentlich eine Kleinigkeit ist, und genauso wichtig, dass wir beispielsweise jemanden aus dem Team immer darin bestätigen und ihm auch das tatsächlich spiegeln, wo er erfolgreich gehandelt hat, wo er was gut aufgestellt hat, was gut verbracht hat. Das kann eine kleine Textbotschaft sein, das kann ein Anruf sein, einfach ihn darin zu bestätigen, wie erfolgreich und gut er sich schon mit einbringt. Okay, and the last one is empower them with training and tools to actually complete the objective. Und das Letzte ist, wir müssen tatsächlich Leute auch bestärken in ihrer Arbeit, in dem, was sie tun, dadurch, dass wir ihnen Trainings geben, dass wir sie schulen und dass wir ihnen Werkzeuge mit an die Hand geben.
this is one of the best ways that you can empower a hero. Und das ist eine der besten Möglichkeiten, wie man einen Helden tatsächlich in dem, was er tut, bestärkt. Again, going back to the Luke Skywalker Yoda analogy, what if Yoda just simply said, hey, here's what you're going to face. This is the trouble you're going to face. It's going to be very hard. And by the way, good luck. Here's a lightsaber. Figure out how to use it. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel von Krieg der Sterne mit Yoda und Luke Skywalker. Wie wäre es denn, wenn der Yoda dem Luke erklären würde, wie die Situation aussieht, dass Schwierigkeiten auf ihn zukommen, wie schlimm das alles sein würde, und dann aber mehr oder weniger sich verabschieden würde und sagen, hier, viel Erfolg, nun tu mal, was du kannst. It's so vital and important that we give our people the tools that they actually need to complete the job. The tools and the training that they need to complete the job. Es ist einfach so grundlegend wichtig, dass wir den Leuten, ja, die da in der Tätigkeit erfolgreich sein sollen, Trainings dafür geben, sie ausstatten mit Werkzeugen, damit sie das meistern können, was sie tun. Okay, next slide. Okay, the last and probably one of the more important things that we've already touched on a bit is the idea of celebrating victory. Also der letzte Punkt ist jetzt hier, seine Erfolge zu feiern. This is often something that's missed as well, where you can create a lot of confusion, is to not to clearly define where does this end, or where's the finish, or when have we completed this project or this milestone. Das ist etwas, was häufiger passiert, wenn man nicht klar festgelegt hat, wann ein Ziel erreicht ist, wie es aussieht, wenn man tatsächlich ein Zwischenziel erreicht hat. Das muss man ganz klar auch definieren. You have to paint a picture for them of what victory looks like. Man muss tatsächlich ein ganz klares Bild davon zeichnen, was es bedeutet, wenn man einen Sieg errungen hat. Because if we're just kind of wondering, again and again, over the course of the year, and finally at the year-end retreat, we say, hey, yeah, we did a lot of good stuff this year, good game. What good is that going to do? Sonst sind wir irgendwie vielleicht ein ganzes Jahr lang unterwegs und werden dann irgendwann mal am Ende des Jahres vielleicht feststellen und sagen, hey, das war ganz gut, super. Ja, also das kann es nicht sein. Yeah, this is where, again, where you keep momentum, and momentum, as John Maxwell says, one of the books that Chris referred to earlier, is one of the most important things that you can keep as a leader, is to keep people moving forward, to keep people winning, to keep people acting on the things that you want them to act on. Und das ist nämlich etwas, was auch in dem Buch von Max, was Chris vorhin erwähnt hat, eine große Rolle spielt. Momentum. Dass man Menschen nämlich immer und wieder aufs Neue ermutigt und sie in Bewegung kommen und aktiv bleiben und sich einsetzen kontinuierlich. And again, in every great story, in every good movie that you see, this part is never left out. They have to paint a picture of actually what success looks like. How do we win? How do we know that the movie, I can rest and relax because the hero saved the day? Und das ist auch, was wir in jedem guten Film ganz klar sehen, dass da immer ein klares Bild davon gezeichnet wird, wenn ein Erfolg errungen ist und wir ganz klar auch für uns identifizieren können. Ja, hat der Held jetzt am Ende des Tages einen Erfolg errungen oder nicht? Yep. And the next one is reward your team for finishing. Und das nächste ist, dass wir tatsächlich unser Team auch belohnen dafür, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Winning is a lot of fun. People like to do it. Ja, denn Erfolge ist etwas, was unglaublich Spaß macht. Menschen mögen Erfolge. So even in your groups, as you split up here in a minute, just think of creative ways. Creative, the simple and the easy, maybe everyday things or every week things, but what are also the big things, the big ways we can celebrate our wins and enjoy these things together. Und das ist etwas, was wir jetzt gleich, wenn wir gucken uns aufteilen, drüber nachdenken sollt. Wo die kleinen, wirklich Zwischenerfolge, die man Woche für Woche vielleicht erringt, diese Zwischensiege, ja, wie die aussehen könnten für euch als Team. And also during this time of celebration is also a great time to re-enlist your people for the next project, the next activity, the next thing, the next hill that you want them to conquer. Und das ist auch die beste Möglichkeit, wenn man Leute wieder mit für das nächste Ziel, für das nächste große Projekt vielleicht mit an den Start bekommen möchte. Okay, last slide. Dann die letzte Folie. So I just want to end with this quote. You always got to bring Steve Jobs into these conversations. The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values, and agenda of an entire generation that is to come. What I love about this quote, it came from an interview that somebody was having before it was the first time he left Apple and he was coming back, and he actually took a season to study story because he actually bought the company Pixar and really got to learn the power of storytelling. Sorry, Das
So, dieses Zitat ist von Steve Jobs in einer Zeit geäußert worden, als er gerade wieder zurückkam zu Apple. Er war bei Apple entlassen worden, hatte Pixar, diese Animationsfirma, übernommen und sich ganz intensiv und lange damit beschäftigt, was das Geschichtenerzählen eigentlich ausmacht. Und er sagt in diesem Zitat, die mächtigste Person in der Welt ist derjenige, der Geschichten erzählen kann. Denn der Geschichtenerzähler ist derjenige, der eine Vision der Werte und im Grunde eine Agenda für eine ganze Generation, für die kommende Generation in die Welt bringt. Yeah, and basically Steve Jobs is saying, I don't want Disney to have all the fun. He's like, I want to be the best storyteller in the world. So, was Steve Jobs im Grunde gesagt hat, er möchte nicht Disney allein den ganzen Spaß daran haben, sondern er möchte der großartigste Geschichtenerzähler der Welt werden. So yeah, just leave you with this. Figure out your own story first, your why it is that you do, and then call other people into that as well and see how you can make your stories align together and accomplish the mission that you actually want to see happen. So, und damit möchte ich euch im Grunde genommen dann die Arbeit verabschieden, die ihr mit euch selber jetzt machen müsst. Zu überlegen, erstmal, was ist mein Warum? Und das zu beantworten und dann zu schauen, wie man tatsächlich das, was man erreichen möchte, mit dem Geschichtenerzählen, mit der Kraft des Geschichtenerzählens bewirken kann, dass die Mission erfolgreich gelingt. Dankeschön. Ja, danke.